Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen lieben Besserungs- und Genesungswünsche, die ihr mir gestern unter dem Video dagelassen habt. Bei der Anzahl an gute Besserungswünschen kann es auf jeden Fall nur bergauf gehen und mir geht es auch auf jeden Fall heute schon wieder deutlich besser. Es waren zwar wirklich nur 1-2 Tage gewesen, aber die 2 Tage haben es wirklich extrem in sich gehabt. Also ja, war schon auf jeden Fall sehr kräftezehrend. Jetzt geht es mir auf jeden Fall schon wieder ausgezeichnet und ja, ready, um in das neue Video heute reinzustarten. Wir befinden uns gerade hier in der Monstergrotte und ich bin mit meinem Main-Account hier mit dem Magier gerade mal auf der Stufe 4 von 10 und wir haben ja in der Vergangenheit auch immer die Leute beleuchtet, die gerade am weitesten sind im letzten Dungeon, im schwersten Dungeon in ganz Shakes and Fidget, wo ist gerade der stärkste Spieler, beziehungsweise wer ist gerade am weitesten im allerletzten Dungeon, denn niemand hat bis heute alle Etagen in diesem Dungeon gelegt, der ist bisher noch offen. Aber in der Vergangenheit war immer ein Spieler der Vorreiter, wenn es darum ging, die Dungeons als erstes zu besiegen, und zwar ist das die Nachteule. Damals war es schon so gewesen, dass er den Olymp als erstes gecleart hatte und jetzt in der Monstergrotte ist er auch Spitzenreiter, was die gelegten Dungeon-Gegner angeht. Und ja, ich hatte dadurch Wind bekommen, durch Basis Video, der mir auch die Aufnahmen zukommen lassen hat. Vielen lieben Dank, Grüße gehen raus an dich. Ja, Dankeschön, dass du mir das hier auch zur Verfügung stellst für das Video hier. Hatte geguckt, ob das ja, bei den letzten Malen wurde ich darauf aufmerksam, weil ich irgendwo ein paar Screenshots gesehen habe oder so. Jetzt halt eben durch das Video und hat sogar ja, den Dungeon-Kampf aufgenommen und ihn an Basi weitergeleitet. Dankeschön an der Stelle, dass du mir das auch weitergeleitet hast für das Video hier. Und das gucken wir uns Ganze mal einmal an, wie so der Spieler, der jetzt gerade mit am weitesten in ganz Shakes and Fidget ist, was halt die Dungeon-Gegner angeht, ja, hier mit seinen Begleitern und er selbst halt eben so an Schaden verursacht. Und dazu muss man sagen, dass hier die Nachteule eine ganz interessante Taktik angewandt hat, die hier und da vielleicht schon in den, ja, ich sag mal, in den oberen Ligen, sage ich mal, eine gängige Taktik ist, und zwar wird oftmals ja, ein Geschicktrank genutzt, obwohl man gar nicht das Hauptattribut dafür hat. Die Nachteule, wie ihr sehen könnt, hier links oben ist ein Magier und das ist natürlich dann, wäre natürlich ziemlich dumm, wenn man dann jetzt irgendwie einen Geschicktrank nehmen würde, würde man behaupten in erster Linie, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so unklug, das zu nehmen, weil wenn ihr nämlich auf den Gegnertypen schaut, seht ihr, ist das auch ein Geschickgegner. Und die Kunigunde ist hier tatsächlich jemand, der in dieser Rolle einen extrem hohen Carry-Faktor mit ins Game bringt. Und da ist es zwar dann ein bisschen unüblich, jetzt nicht unbedingt als Magier irgendwie einen Geschicktrank auszurüsten, aber das bringt tatsächlich in der Konstellation deutlich mehr. Und ist in den Dungeon-Prozenten auch ja, deutlich drüber, als wenn man jetzt so diese Standardanreihung hat. Und er hatte hier 2 Videos gesendet. Einmal einen Fail vom Optimus Prime. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist der Gegner. Und wir gucken uns zuerst den Try an, der wohl anscheinend sehr knapp gewesen ist. Ja, das Ganze ist auch auf doppelter Geschwindigkeit. Jetzt kommt hier die Kunigunde und die Kunigunde, dadurch, dass jetzt halt eben ein Geschicktrank ausgerüstet ist auf der Nachteule, hat die Kunigunde halt extrem viel Geschick und profitiert halt davon. Und wie ihr sehen könnt, haut die hier auch enormen Schaden raus. Also das ist wirklich extrem krass. Guckt euch mal an, was das für ein Damage ist. Holy shit. Ja, und da würde man jetzt meinen, okay, ja, easy, ist ja easy try, aber anscheinend hat er es jetzt doch nicht ganz geschafft. Also das war ein sehr knapper Versuch gewesen. Sehr spannend zum Anschauen auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an, wo er dann auch den Gegner hier besiegt hat. Schlussendlich. Und damit eine Etage weitergekommen ist in der Monstergrotte. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Und wie ihr gesehen habt, die Kunigunde ist wirklich hart am Carryen. Die macht hier wirklich ja, einen Löwenanteil aus, wie man so schön sagt. Ne? Der Marquardt, wo man meint, okay, das ist so mein direkter Gegenspieler als Magier. So, Marquardt profitiert da irgendwie am meisten von. Ist jetzt nicht der Fall. Die Kunigunde, guckt euch mal an, was die hier jetzt an Schaden gleich raushaut. Das ist enorm. Das sind jetzt schon extrem kranke Crits und jetzt
zählt natürlich auch ein bisschen Glück dazu, muss halt oftmals ausweichen, ist ganz klar. Ne? Ein Fünkchen Glück gehört immer dazu. Aber guckt euch mal, ein 4 Milliarden Crit hat die Kunigunde eben rausgehauen. 4 Milliarden Damage, ja. Das ist wirklich extrem kranker Schaden von der Kunigunde gewesen. Und ihr habt gesehen, was die hier ausgemacht hat. Und das ist tatsächlich dann auch wirklich die Strat, die man nehmen sollte, wenn man halt eben vorhat, relativ schnell Dungeons zu legen. Und wenn man jetzt gerade zufällig vor einem Geschickgegner steht. Und ja, ich hatte in der Vergangenheit hier den einen oder anderen schon gesehen, der das Ganze gemacht hat. Wie gesagt, in erster Linie kommt das Ganze ein bisschen unüblich rüber und man hinterfragt natürlich, wofür das steht. Aber im direkten Dungeon-Kampf gegen den Geschickgegner ist es tatsächlich schlau oder schlauer, die Kunigunde halt eben hier carryen zu lassen, ne? Weil ihr halt eben deutlich mehr Chancen habt dadurch, dass ihr halt auch eben ausweichen könnt und halt eben richtig viel Damage, raushauen könnt. Ne? Wir sind hier lange noch nicht so weit. Bei mir sieht es bisher so aus, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch wirklich nicht so erpicht darauf, jetzt in nächster Zeit großartig hier meine Dungeon-Gegner relativ schnell zu legen. Das könnte nachher früher oder später passieren, wenn wir uns auf Stufe 700 neu equippen werden. Dann könnte man, ja, schon, denke ich mal, nochmal ein bisschen gezielter in den Dungeon reingehen. Und dann könnte man auch mal gucken, dass man eventuell diese Geschicktrank-Taktik anwenden kann. Ihr seht jetzt, meine Kunigunde hat auch schon gutes Geschick, aber wenn wir jetzt da einen Geschicktrank irgendwie an der Stelle nehmen würden, dann würde es wahrscheinlich dann nochmal deutlich mehr carryen. Und dann brauchen wir halt einfach nur nochmal den Glücksfaktor, der halt eben unbegrenzt ist, sag ich mal, in dem Fight hier. Und das ist halt eben bei meinem Magier ist es halt nicht gegeben. Die Magier, die sterben halt viel zu schnell weg. Die können nicht ausweichen, die können nicht blocken und deswegen sterben die relativ schnell im Kampf. Deswegen versucht man seinen Hauptfokus dann wirklich auf die Kunigunde denn umzumünzen und fand ich auf jeden Fall mal auch recht interessant, euch das Ganze mal so zu zeigen, weil das ist, glaube ich, etwas, worüber ich auch noch gar nicht irgendwie geredet habe, dass es halt eben auch Taktiken gibt, wo man seine Tränke switcht. Auf der einen Seite ist es zwar ganz cool, wenn man halt für lange Zeit viele Tränke hat, so, gerade wenn man die sich in einem Levelbereich kauft, wo die Tränke noch nicht so viel Gold kosten. Ne? Wenn man jetzt hier einen Trank kauft, kostet der 5 Millionen und das ist natürlich schon viel. Wenn ihr die, keine Ahnung, zwischen Stufe 200, 300 kauft, dann kosten die vielleicht ein paar 100.000 oder so und da könnte man der schöne Begriff Min-Maxing, ich hasse ihn, ja. Man hört ihn immer, überall. Ich habe vorher dieses Wort habe ich noch nie gehört, dieses Jahr. Das ist erst dieses Jahr aufgetaucht und dann ist es in aller Munde wie Zahnärzte auf einmal. Min-Maxing hier, Min-Maxing da, Min-Maxing dein Char hier, Min-Maxing hier, ne? Und jeder benutzt es auf einmal. Vorher nie irgendwie relevant gewesen, so. Keine Ahnung, wieder so ein neumodisches Trendwort, was komplett an mir vorbeigegangen ist hier. Auf jeden Fall kann man halt in diesem Levelbereich häufig die Tränke kaufen, weil die halt eben relativ günstig sind und dann kann man seinen Char ins Late Game min-maxen und dann halt eben für günstig Geld für tausende Tage Pots vorkaufen und dann habt ihr quasi im Late Game immer noch die Tränke, die ihr euch auf Stufe 200, 300 gekauft habt und könnt davon profitieren eine Zeit lang, obwohl die Tränke schon mittlerweile halt deutlich teurer geworden sind, so. Und das ist auch eine Taktik, die kann man auch verfolgen, wenn man das möchte. Ich habe das teilweise auf W50 so gemacht. Da habe ich Tränke jetzt noch ein knappes Jahr lang und die habe ich mir schon vor einem Jahr circa gekauft. Also, oder ich weiß nicht ganz genau, aber vor einem relativ langen Zeitraum habe ich mir die geholt. Ich glaube bis zu knapp 600 Tage oder 500 irgendwie so. Also, habe da gut vorgesorgt, dass ich gut Tränke noch am Start habe und hier kosten die mittlerweile auch schon 5 Millionen. Ich brauche mir jetzt aber ganz lange Zeit keine Pots mehr holen, weil ich halt eben zu einem bestimmten Zeitraum schon gut vorgesorgt habe, was halt eben die Tränke angeht. Ne? Fand ich ganz interessant, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob man das machen möchte. Ne? Aber der Nachteil ist halt eben im Late Game kann man dann halt eben nicht so x-beliebig die Tränke switchen, weil du hast sie natürlich gekauft und wenn du einen Trank
kaufst und den irgendwie ersetzt mit irgendeinem anderen Trank, dann ist halt die Wirkung von dem davor aufgehoben. Und das ist dann egal, wie viele Tage da drin stecken, so, dann kannst du hier 999 Tage drin haben. Wenn du einen anderen Pot kaufst, der für 3 Tage halt hält, dann werden die 999 überschrieben und das willst du natürlich auch nicht. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Tranktaktik, dass man halt eben die Hauptattribute wechselt und da den Fokus auf seine Begleiter ummünzt, das ist halt auch eigentlich erst was du im späteren Spielverlauf anwenden willst. Beziehungsweise, okay, man kann es auch schon anwenden, wenn man so ein bisschen wirklich Hardcore-Pay-mäßig unterwegs ist und vielleicht nach der Dungeon-Pausenauflösung hier und da noch den ein oder anderen Gegner-Typen rauskitzeln will, so, ne? Aber es ist natürlich auch ziemlich kostspielig und halt eigentlich eher für die Leute, die halt auch bereit sind, auch ein paar mehr Pilze zu investieren. Also denke ich mir so, ne? Aber ja, dass ihr das auf jeden Fall mal gehört habt, es gibt halt auch solche Taktiken. Jo, die Rune mag ich tatsächlich nicht so. Ja, es sind tatsächlich jetzt alles nicht so Sachen, die ich so gerne mag. Irgendwie Chance, Gegenstände zu finden, finde ich im Ultimate Run auch immer low, muss ich sagen, weil hier will ich ja Gegenstände finden, weil hier kann man ja immer 3 Stück finden. Deswegen, ja, hinter Türen können sich Monster befinden. Das raubt mir den Türen, wo halt Gegenstände hinter sein können. Deswegen nehme ich hier jetzt mal die Opferrune. Die kann man immer mal gut nehmen, die Türe, weil die halt weniger Schaden macht als eine Falle oder ein Monster oder so. Und da kann man immer mal, ja, wenn Not am Mann ist, mal durchgehen. Ja, ich bin ein Freund, ich spiele gerne auf Risiko. Wir schauen mal. Risiko wurde belohnt. Sehr schön. Einfach mal 3 Schlüssel plus bekommen. Und bekommen hier sogar noch eine schöne Health Potion noch mit dazu. Ja, das ist doch ganz nice. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen auszuweichen. Ja, jetzt sind wir leider wieder über die Hälfte vom Leben gedroppt, was mich leider dazu veranlassen lässt, den Heal zu kaufen. Ich hätte auch gerne ihn hier gehabt, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier die beiden Hauptbuffs mal nebeneinander. Boah, vielleicht mache ich auch auf Risiko. Boah, nee. Ja, nee, wir holen uns auf Safe. Auf safer Basis holen wir uns hier den Heal. Ne, können vielleicht trotzdem noch den einen oder anderen Gegner mitnehmen. Und können uns ja trotzdem noch ein bisschen hochhealen hier. Ganz 1 gegen 1 hielt er zwar nicht hoch, beziehungsweise nicht viel mehr. Den letzten versuchen wir mal auszuweichen und kriegen vielleicht noch, ja, okay, da sind wir in einem Stadium, wo ich sagen kann, da fühle ich mich wohl. Hier kann man sich auch easy einen One-Hit-Wonder ziehen in dem Bereich hier so. Alles, was halt unter der Hälfte ist, finde ich halt schon ziemlich risky. So, wir haben noch genug Schlüssel auf Lager. Boah, und wir kriegen hier immer noch gutes Gold, ne? Wir runnen mal so lange durch, bis ich sterbe. Und dann gucken wir mal meine Statistiken an. Ja, ich versuche zu fliehen. Okay, hat geklappt. Weil ich habe mittlerweile auch schon wirklich ganz gutes Gold gefarmt. Und hier jetzt nochmal auf den Freien. Na, perfekt. Total angeschissen hier. Wir haben trotzdem noch ein paar Schlüssel. Ja, der Ticker. Was ist das denn, Alter? Ja, das ist ja der Abfuck hoch 10 hier. Holy shit. Ja, jetzt kann ich auch die Debuffs kann ich jetzt auch wegspammen hier. So, dankeschön. Jetzt werden die Debuffs weggespammt hier. Und wir gehen trotzdem noch durch die Tür. Und kriegen jetzt einen Heal. Oh, wir kriegen tatsächlich einen Heal. Ja, nice. Und jetzt, weil wir nicht fliehen können, ne? Gehen wir jetzt einfach hier links lang. Und da wir die Opferrune haben hier, macht die halt extrem wenig Schaden. Hier, guck mal, das ist 54 Millionen. Das ist fast gar nichts. Ja, die kann man nehmen hier bei Ressourcenruns. Ja, da kriegst du halt Seelen oder Kristalle oder Metall oder so. Gar nicht so wenig, muss ich sagen. Aber für das, was man an Schaden kassiert, ist es dann doch schon wieder relativ viel. Ja. Wir kommen hier tatsächlich noch, trotz dessen wir so eine heftigen Debuffs gehabt haben, kommen wir tatsächlich noch einigermaßen gut durch, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, dass wir jetzt noch bis zur nächsten Etage, bis zur nächsten Zwischenetage kommen, ist heftig. Er halte bei 9, okay, es erscheint weniger, es erscheinen weniger Opfertüren. Erhöht den Schaden beim, erscheint den Chance stärkere Flüche. Ja, dann nehmen wir das Teil hier. Das denke ich mal am besten. Falls wir jetzt noch irgendwie überleben. Schauen wir mal. Okay, die können wir mitnehmen. Ich würde mal ganz gerne... Oh, wir haben nur noch 4 Schlüssel. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt sind wir gestorben. Aber wir haben uns noch relativ lange gehalten für die schlechten Gegebenheiten, sag ich mal.
Wenn wir jetzt auf den Dungeon klicken, sind das hier im Moment gerade meine Statistiken. Also ich habe 20 Runs gerade gemacht und wir sind jetzt bei 3,6 Milliarden Gold, was ich jetzt hier durch den Legendary Dungeon erfarmt habe. Alleine durch halt die Kisten und sowas, Gegenstände und was da alles mit dazu kommt. Das wird ja hier nicht mit hinzugezählt. Also wir haben schon echt gute Stat-Punkte gefarmt jetzt hier über das Event, muss ich sagen. Wir nähern uns auch langsam der 400.000er Marke. Da bin ich auch schon sehr gehypt drauf. Das ist dann der nächste Meilenstein auf jeden Fall für mich. Und ja, das soll es erstmal für die heutige Folge soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall supporten und freuen. Ansonsten losen wir natürlich noch den Gewinner für das Video gestern aus. Und da wünsche ich euch wie immer natürlich sehr viel Glück bei. So, wir laden die Kommentare rein. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Genesungswünsche unter dem Video gestern. Und wir picken den Gewinner. Und gewonnen hat der Captain K1 LL Steel. Viel Glück an alle, Herzchen schreibt er. Glückwunsch an dich, mein Lieber, du hast gewonnen. Melde dich bitte bei mir auf Instagram oder Discord. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.